Friedrich Merz hat angekündigt, dass er der Ukraine den Taurus liefern möchte, also dieses hochmoderne Waffensystem der Bundeswehr. Was das konkret für dich bedeutet und was diese Eskalationsstufe für Deutschland bedeutet, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher betrachten. Auf unserem letzten Plan B-Seminar in Zürich Ende letzten Jahres haben wir unseren Teilnehmern folgenden Rat gegeben. Und bedenke immer, dass wir dort hochrangige Militärexperten zu Gast hatten. Unter anderem zum Beispiel den General außer Diensten Erich Warth, Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel für 8 Jahre, der unter anderem Putin persönlich kennt. Wir haben den Teilnehmern dieses Seminars gesagt, wenn es dazu kommt, dass Deutschland den Taurus an die Ukraine liefert, dann wird es Zeit, die Koffer zu packen und zu gehen. Denn dann kann dieser Krieg für Deutschland sehr schnell in eine heiße Phase geraten. Warum ist das so? Nun, grundsätzlich, der Taurus ist ein hochmodernes Waffensystem und dieses hochmoderne Waffensystem lässt sich natürlich nicht von den ukrainischen Soldaten bedienen. Dafür ist es notwendig, dass Experten der Bundeswehr den Taurus programmieren und auch den Einsatz überwachen. Das heißt, Deutschland wäre hier auf einmal sehr aktiv in diesen Konflikt involviert. Der Taurus ist eines der modernsten Lenkwaffensysteme, die es gibt. Das heißt, mit dem Taurus könnte man von der Ukraine aus tatsächlich den Kreml zerstören. Das weiß natürlich auch Putin und er könnte den Einsatz dieser Waffe niemals akzeptieren. Hinzu kommt, dass Deutschland eine herausragende Position hat aufgrund der geografischen Lage. Deutschland wird immer die logistische Plattform, die logistische Drehscheibe für einen Krieg mit Russland sein. Da ist Deutschland von besonderem strategischen und militärischen Interesse für Putin. Und man kann davon ausgehen, dass er besonderes Interesse daran hat, Deutschland hier als eine solche Plattform auszuschalten oder wenigstens hier zu schädigen. Ich würde nicht davon ausgehen, dass Putin hier ganze deutsche Städte bombardieren würde. Darauf wird es wohl nicht hinauslaufen. Aber er wird sehr strategisch hier Ziele in Deutschland angreifen können. Zum Beispiel Autobahnen, zum Beispiel Militärbasen der Alliierten, zum Beispiel wichtige Fabriken, zum Beispiel Kraftwerke etc. pp. Also sehr gezielte Angriffe. Damit hätten wir dann in Deutschland den Spannungs- und Verteidigungsfall. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass die Grenzen innerhalb von 48 Stunden abgeriegelt werden, dass du nicht mehr rauskommst, dass die Wehrpflicht wieder eingesetzt werden würde. Dann haben wir eine Situation ähnlich wie Corona, aber 100-mal so schlimm. Dann wird nämlich hier der Lockdown nicht mehr von der Polizei überwacht, sondern von Soldaten mit Schießbefehl. Natürlich haben wir jetzt eine andere Situation. Wir haben jetzt nicht mehr Ende 2024, wir haben jetzt 2025. Die USA befinden sich in direkten Verhandlungen mit Russland. Wie man sehen kann, verlaufen diese Verhandlungen recht positiv. Putin wird sich sicherlich geschmeichelt fühlen, dass er jetzt vom Westen oder zumindest von den USA so ernst genommen wird. Er wird also sehr, sehr vorsichtig sein, was er nun tatsächlich tun wird. Dennoch darf man die Brenzlichkeit dieser Situation nicht unterschätzen. Wie ich es hier schon mehrfach auf diesem Kanal gesagt habe, ist das Problem, dass die Situation ja so unkontrollierbar ist und auch jederzeit eskalieren kann. Es ist ja absolut vorstellbar, wenn du Trump kennst und wenn du anschaust, wie er so agiert, dass er auf einmal keinen Bock mehr hat auf Russland, dass ihm das alles zu lange geht, dass er sagt, vergiss es, Wladimir, wir machen hier nichts zusammen und dann ist Russland wieder isoliert, dann ist Russland wie ein verwundetes Tier und wird dann möglicherweise hier hart und schnell zurückschießen. Also es ist garantiert hier keine Zeit für Entwarnung gegeben. Und es ist eben davon auszugehen, dass sich diese Spannungssituation jetzt hier für die nächsten Jahre und Jahrzehnte hinziehen wird. Denn wer weiß, wer schon nach Putin an die Macht kommt. Wer weiß, wer nach Trump an die Macht kommt. Wenn wieder die Demokraten an die Macht kommen und dieser Konflikt brodelt hier immer noch, dann wird ein neuer demokratischer Präsident die gleichen Prioritäten haben wie Biden. Er wird diesen Konflikt wieder neu anheizen und dann wird das Ganze wieder sehr heiß und sehr gefährlich werden. Es ist also durchaus realistisch, dass wir hier von einem Frieden noch lange Zeit entfernt sind. Insbesondere jetzt, wenn Friedrich Merz den Taurus mit Zustimmung der Briten und Franzosen an die Ukraine liefert. Die Briten und Franzosen planen ja auch, Bodentruppen hier in die Ukraine zu senden. Was für ein Wahnsinn. So eskaliert man einen Konflikt nicht. Es ist mir natürlich klar, dass hier momentan sehr viel untergeht
bei dem ganzen Lärm, dem wir hier laufend ausgesetzt sind. Sicherlich hilft die Zollpolitik des Donald Trump nicht besonders. Sorgen um die Wirtschaft und die Zukunft Deutschlands hier stehen auch bei vielen im Vordergrund. Wir hatten jetzt die Neuwahlen und das übliche Getöse hier um die Regierungsbildung, die Koalitionsverhandlungen etc. Ja, aber im Hintergrund läuft eben dieser Konflikt immer weiter und im Hintergrund brauen sich eben hier auch tatsächlich Gefahren zusammen. Ich hatte ja in einem anderen Video schon berichtet, wie hier Deutschland ganz konkret den Krieg vorbereitet. Vor allen Dingen in puncto Zivilschutz. Wie hier technische Hilfswerke und ähnliche Organisationen angewiesen sind, hier sich auf alles vorzubereiten. Inklusive Sperrung der deutschen Autobahnen, die dann nur noch für militärische Zwecke verwendet werden können. Also hier sieht man diese Gefahr genauso konkret, wie ich sie jetzt hier beschrieben habe. Das heißt, du musst dir überlegen, was das jetzt konkret für dich bedeutet. Ganz klar, und das ist ganz wichtig, Panikmache bringt natürlich überhaupt nichts. Aber dass man sich jetzt sehr konkret hier mit dem Gedanken weiter befasst, was man tun soll, das ist sicherlich jetzt angebracht mehr denn je. Wenn du sowieso über das Thema Auswandern nachdenkst, wenn hier Einheit in deiner Familie besteht, wenn du und dein Partner oder deine Partnerin davon überzeugt sind, dass es Zeit sind zu gehen, dann würde ich lieber jetzt hier anfangen, die Vorbereitungen zu beginnen und das nicht noch länger auf die lange Bank schieben. Natürlich, eine Auswanderung ist immer eine große Herausforderung. Da gibt es alle möglichen Dinge zu bedenken. Steuern, Unternehmensgründung, familiäre Aspekte und so weiter und so fort. Aber viele Deutsche haben es dir vorgemacht. Viele Deutsche haben Deutschland verlassen. Die haben es auch alle hingekriegt. Es gibt also keinen Grund, vermutlich, dass du es nicht auch schaffen könntest. Auswandern heißt ja nicht mal unbedingt jetzt nach Südamerika zu gehen. Ich sage Mandanten zum Beispiel immer, schon alleine, wenn du zum Beispiel in Südspanien wärst oder sowas oder Süditalien, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich hier von einem möglichen Konflikt abschirmen kannst, relativ groß. Denn wie ich es schon vorhin gesagt habe, Deutschland ist das Schlachtfeld Europas aufgrund der geografischen Lage. Hier werden die Kriege ausgetragen und vorbereitet, selbst wenn Deutschland eigentlich hier gar kein Interesse an diesen militärischen Konflikten hat und möglicherweise auch gar keine Partei in diesem militärischen Konflikt ist, siehe zum Beispiel 30-jähriger Krieg. Also man kann fast sagen, dass viele Ecken und Enden Europas hier sicherer sind als Deutschland. Idealerweise würdest du das Ganze natürlich auch mit steuerlichen Vorteilen verbinden. Vor 2 Wochen waren wir in Dubai mit einer Gruppe von 30 Mandanten. Es besteht sehr großes Interesse dann zum Beispiel nach Dubai umzuziehen. Sehr viele Menschen unternehmen konkret diese Schritte, inklusive dort mit Kindern hin umzuziehen. Es gibt dort viele Schulen, es gibt dort viele Möglichkeiten. Anders als vielleicht denkst, ist Dubai absolut lebenswert. Vielleicht geht man im Sommer irgendwo anders hin, weil es dann doch zu heiß ist. Aber sehr viele machen diesen Schritt. Wie gesagt, es muss ja nicht Dubai sein. Es war jetzt nur ein Beispiel. Wir haben ebenso viele Mandanten, die in die USA gehen. Wir unternehmen immer wieder Reisen, zum Beispiel auch nach Sansibar. Erstaunlich viele unserer Mandanten sind an Sansibar sehr interessiert. Eine wunderbare Insel, wobei das natürlich Afrika ist. Da ist der Lebensstandard natürlich schon etwas ganz anderes, da muss man ehrlich sein. Egal, was dein Ziel ist, wenn es dich nach Lateinamerika zieht, wunderbar. Aber mach dir konkret Gedanken dazu, wie du dich absichern kannst und überlege dir vielleicht, wie du diesen Sicherheitsgedanken auch mit steuerlichen und wirtschaftlichen Vorteilen kombinieren kannst. Idealerweise lebst du ein paar Jahre im Ausland, bis der ganze Konflikt vorbeigezogen ist, zahlst in dieser Zeit keine Steuern oder nur sehr wenig Steuern und dann kannst du ja mit Vermögen zurück nach Deutschland kehren, dass du in dieser Zeit steuerfrei verdient hast. Meine Botschaft an dich, mach dir Gedanken dazu, nimm das ernst, insbesondere wenn du Kinder hast. Im Spannungs- und Verteidigungsfall ist aber die Wehrpflicht ehrlich gesagt für jeden Mann unter 60 ein Thema. Man will jetzt ja auch noch die Frauen einziehen, also grundsätzlich ist jeder davon betroffen möglicherweise. Im Mai 2025 und dann auch wieder im November haben wir wieder unser Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar, wo wir auch diese Dinge natürlich wieder sehr konkret besprechen werden, welche Maßnahmen zu einem Plan B dazugehören, wie du Unternehmen im Ausland gründest, wie du Konten im Ausland eröffnest, welche Länder sicher sind. Auch der Generalaußerdiensten Erich Warth wird wieder da sein, der dir aus erster Hand berichten kann, was geopolitisch hinter den Kulissen abläuft, der Zugang zu Informationen hat, den du und ich gar nicht haben können und der dann unseren Teilnehmern hinter verschlossenen Türen, das sind ja keine Medien bei unseren Events, anwesend. In der Tat ist sogar die Location des Events geheim und wird nur an jene mitgeteilt, die dann tatsächlich ein Ticket gekauft haben. Dort wird also dann Herr Warth dir für Fragen zur Verfügung stehen und du kannst ihn direkt fragen, was er über Putin denkt. Wie gesagt, er hat ihn kennengelernt,
was er darüber denkt, was da in Deutschland geht und welche Länder für dich besonders sicher sind. Was würde er seinen Kindern zum Beispiel empfehlen? Ich möchte hier das nicht vorweggreifen, er hat hier aber sehr interessante Antworten das letzte Mal unseren Teilnehmern gegeben. Das heißt, das könnte auch für dich interessant sein. Natürlich ist auch ein Beratungsgespräch eine gute Idee. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Vermögen im Ausland aufzubauen und vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.